Du hast eine günstige Wohnung in Spanien gefunden, sie gekauft und stellst jetzt fest, ups, du hast nur noch ein kleines Budget übrig, um die Wohnung zur Vermietung herzurichten. Aber klar, du möchtest natürlich auch eine gute Mietrendite erzielen und hast aber nur leider nicht mehr so viel Geld übrig. Kein Problem, denn auch mit einem kleinen Budget kann man die Wohnung aufpeppen und sie für Mieter interessant machen und entsprechend auch die Mietrendite erhöhen, nämlich weil man dann mehr Miete verlangen kann. Was ich oft gemacht habe, gerade wenn es eine günstige Wohnung war, war das oft dadurch bedingt, dass die Wohnung vielleicht nicht mehr in ganz so tollen Zustand ist, sprich der Boden ist vielleicht noch so ein alter Fliesenboden, den man in Spanien ganz häufig sieht, dann sind die Wände vielleicht nicht gestrichen, dann sind die Lichtschalter nicht mehr so modern etc. Das sind aber oft kleine Dinge, die man mit einem kleinen Budget gut erneuern kann und rein visuell den ästhetischen Eindruck erhöhen kann von der Wohnung und die dann später auch die Mieter anspricht und die dann auch gerne bereit sind, eine höhere Miete zu zahlen. Ich habe es ganz oft gerne so gemacht, dass gerade diesen alten Fliesenboden, den habe ich drin gelassen und dann mit einem Parkettboden neu abdecken lassen. Ich habe da überhaupt kein Echtholzparkett benutzt, weil meiner Meinung nach gehen die Mieter nicht sorglich genug damit um, damit er entsprechend auch, damit die Investition sich überhaupt lohnt. Deswegen gibt es mittlerweile ja tolle, moderne und auch qualitativ hochwertige Laminatböden, die man reinlegen kann. Dann finde ich es immer auch ganz schön, wenn man jetzt zum Beispiel die Leisten nicht mehr in dieser alten Fliesenfarbe benutzt, sondern einfach neue weiße Leisten noch mit an die Wände macht. Es gibt auch nochmal einen schönen optischen Eindruck. Die Wand weißeln, die Wände weißeln. Dann zum Beispiel gerade vor kurzem hatte ich eine Wohnung gehabt, wo die Küche noch gut war, die konnte man noch gut benutzen, nur waren die Wandfliesen so eine alte beigefarbene Farbe mit komischem Design drauf. Und aber anstelle die komplett rauszuschmeißen, habe ich die einfach von einem professionellen Maler mit einer Fliesenfarbe übermalen lassen und es hält wunderbar. Und sieht gleich viel, viel besser aus, weil dann die Fliesen schön weiß sind und die Küche dann gleich einen ganz anderen Eindruck macht. Dann finde ich es oft auch noch schön, dass man nochmal vielleicht ein paar schöne Vorhänge an die Fenster hängt, die Lichtschalter, wie gesagt, austauscht, die Steckdosen entsprechend austauscht. Gerade die Türklinken auch in den Wohnungen sind oft meistens alt und sehen nicht mehr schön aus. Wenn man die nochmal erneuert für wenig Geld, macht das auch gleich einen ganz anderen Eindruck. Genauso auch wenn die Türen nicht mehr so schön sind, vielleicht keine moderne Farbe mehr haben, kann man die einfach abschmirgeln lassen und entsprechend dann auch nochmal schön streichen. Das sind kleine Dinge, die man mit einem kleinen Budget gut stemmen kann und aber letztendlich später dazu dienen, dass man eine höhere Miete verlangen kann und entsprechend auch die Rendite erhöht. Wenn du noch mehr wissen möchtest, dann komm doch einfach in meine Gruppe, in Facebook-Gruppe, der Link ist unten. Ich freue mich.